Oh. Das hier wäre dann das Road Gap. Ich versuch's einfach zu senden. Was bleibt denn uns anderes übrig? Wo gibt's es zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. The world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das 201 € Fahrrad ist wieder zurück. Hört ihr's? Der Dämpfer hat eine komplette Macke. Es waren 4 Speichen hinten raus. Zudem, bei dem letzten Video habt ihr das höchstwahrscheinlich gesehen. Ihr habt das Video, glaube ich, ganz schön gefeiert. Das hat jetzt knapp 400.000 Aufrufe. Und ich habe im letzten Video ja gesagt, dass ich mit dem Teil auch Downhill fahren will. Wir befinden uns jetzt an einem Secret Downhill Spot hier bei mir in der Nähe. Hier steckt schon ein Stöckchen drin und wir versuchen heute mit dem Fireflash Kernschrott 3000 Edition Downhill zu fahren. Wir haben das Hinterrad noch etwas zentriert. Das zeige ich euch jetzt mal mit Manneskraft. Ich muss, dass der Schlauch kommt, Alter. Gib dir mal die Höhe. Guck mal von der Seite, warte. Das geht. Und wir haben außerdem die Hörner vom Lenker abgemacht, sodass ich hier besser angreifen kann. Zack. Ich drehe euch mal das Hinterrad nochmal an. Es schleift immer noch an den Bremsbacken, es hat einen riesen Höhen- und auch Seitenschlag, also es ist definitiv nicht optimal, aber ich denke, wir können damit einige Runden fetzen. Aber ich kenne den Spot persönlich noch gar nicht. Ich muss den mindestens einmal mit meinem richtigen Downhill-Bike abfahren, sodass ich ein bisschen Gefühl dafür habe, weiß, wo es lang geht. Das machen wir gleich mit der Helmkamera und dann tauschen wir zum 201 € Billigbike und fahren damit Downhill und wir gucken mal, was so geht und vor allem gucken wir, wie lange das Teil denn überhaupt durchhält. Kleines Stoßgebet für das Fahrrad. Wir hoffen, dass es ein bisschen durchhält. Der Tobi ist mit mir mit und er zieht mich jetzt mal in die Strecke rein und wir fahren die jetzt mit dem Fahrrad ab. Ja, ab geht's. Boah, der Boden ist geil. Richtig schöner Waldboden. Wow. Ja. Wow. Fett. Jetzt ist es Zeit für die Billigmaschine. Der Trail hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also Props an den Tobi und seinen Kumpel, die den gebaut haben. Ist auf jeden Fall ziemlich flowig und für einen Secret Trail echt geil. Ihr kennt es vom letzten Mal, die Bremse hat absolut keinen Bock auf das Fahrrad. Deswegen müssen wir definitiv, auch wenn das Hinterrad jetzt schon schleift, aber die Bremse nochmal einen Mühe nachziehen, damit wir hier ein bisschen Sicherheit herstellen. Ja, jetzt haben wir einen Druckpunkt, guck mal. Wow! Jetzt die Frage, wie sehr schleift ist. Naja, ordentlich, aber zack. Das hier ist der erste Sprung von dem Trail und ich bin den gerade mit dem Downhill-Bike bis dahinter gesendet. Ich würde jetzt aber mal probieren, mit dem Bike erstmal hier in diese Landung, in die erste Landung reinzusenden. Das ist die erste Challenge. Okay, drop in. Junge, das schaffe ich safe bis in die Landung weiter hinten. Und es ging gar nicht so schlecht. Aber es sind gute, also von der Fahrradlänge her. 1, 2, 3,
3,5 Fahrradlängen. 3,5 Fireflash, Kernschrott 3000 Fahrradlängen. Muss ich weit senden. Aber ich schalte einfach den Turbo an, dann geht das schon. Ich pedal mal rein. Oh. Oh. Okay, das waren keine 3,5 Fahrradlängen, sondern das waren 2,5. Boah. Aber es ist nichts passiert. Ja, man hört auch was. Ich glaube, der Konus vom Hinterrad. Ja, der Konus vom Hinterrad ist ganz schön locker. Aber es ist egal. Ich habe gerade einmal reingetreten, ich trete noch mal mehr rein. Wir schaffen das definitiv. Aber das freut mich gerade. Der Bock, der macht noch was mit. Da ist noch nicht Ende Gelände. Okay. Oh. Ja? Ja, hat's echt, stimmt. Also ich glaube, das können wir noch nicht zählen lassen, oder? Bam. Da ist einfach nichts da. Keine Federung. Oh. Ne, die ist schlimmer geworden. Okay. Tobi meinte gerade, die Höhe ist raus. Du hast die Höhe rausgemacht. Aber die ist doch noch schlimmer geworden. Okay, ich trete jetzt alles rein, was geht und versuche, so weit es geht, nach vorne zu ziehen. Das war eigentlich gerade fast schon Limit, aber das schaffen wir. Okay. Jo. Yo! Yes! Bam! Kurze Schadensinspektion. Es gibt keinen, außer dass der Sattel halt schon wieder den macht. Den haben wir vorhin festgezogen, aber... Mach nochmal, das ist übelst die Höhe. Ich glaube, wir fahren einfach mal die komplette Passage mit der Helmkamera und der Tobi steht dann unten mit der Kamera und filmt den Sprung unten. Und den kann man dann auch hier ja schon ein kleines Stück senden. Und dann geht es Kurven weiter, Kurven über Kurven und dann kommt das Road Gap. Das ist dann die, das ist die Mission schlechthin. Vollgas. Oh ja. Oh, die Karre scheppert. Ist das schlimm? Oh, ist das schlimm? Oh. Das hier wäre dann das Road Gap. Oh Mann. Wir machen noch nicht das Road Gap, denn ich habe Schiss, dass ich das Teil genau dort zerstöre, wenn ich dort einen Hang-Up mache und das Hinterrad fällt jetzt komplett oder was weiß ich. Und dann wäre das Video schon zu Ende, das wäre nicht so clever. Es gibt jetzt noch weiter drüben eine zweite Line, da kann man von hier oben anfahren. Dann ist hier ein Absprung, kommen wir ein Stück ran, den zeigen wir mal. Der war mal besser in Schuss, die Line ist ein bisschen älter, richtig? Aber man kann jetzt trotzdem von hier abziehen, relativ flacher Absprung und dann geht es hier 1, 2, 3, 4 Meter bis in die Landung. Das hoffe ich, dass ich es schaffe. Und dann wäre aber die Challenge, einfach zu versuchen, dass es einfach ordentlich knallt. Ne? Tobi fährt es euch mal vor. Ja. Uiuiui. Das kracht. Also wir haben es reingeschafft bis in die Landung, aber es ging ehrlich gesagt ziemlich bescheiden. Ich versuche mal noch ein bisschen mehr Kette zu geben, ob ich noch einen Ticken weiterkomme, aber Boah. Das Einzige, wie du Schwung aufbauen kannst, ist halt durch Pushen und Treten. Aber Pushen ist nicht viel mit dem Ding. Und Treten ist halt auch eher Medium. Tobi rollt mir jetzt beim dritten Versuch mit meiner GoPro auf mal hinterher. Dann seht ihr das aus seiner Perspektive und mich davor rumschwirren. Okay, 3, 2, 1. Alles. Übelst eingerastet. Wir befinden uns jetzt an dem nächsten Spot und zwar ist das
ein fetter Steindrop. Man fährt ganz oben los über die ersten Steine, kommt dann hier in so einer leichten Kurve runter und dann ist das eigentlich Schwierige, dass man von dem Stein aus abzieht und da unten im Flat landet. Und wenn du dich jetzt hier dran aufhängst, dann passiert genau dasselbe, wie mir in Klinovec passiert ist. Dann ist die Felge und der Reifen komplett Asche und Matsche. Und danach muss man aber auch die Zunge gerade ins Maul nehmen, denn hier geht's runter an dem Baum vorbei und hier ist ein bisschen wie so eine Kurve eingefahren und dann geht es unten weiter und man kann sich ausrollen lassen. Ja, ich würde sagen, wir fetzen das jetzt runter. Ja. Es gibt noch mal einen kleinen Drop-Porn und dann senden wir. Drei, 2, 1, okay. Oh! Oh! Alter, danach die Kurve zu kriegen, war fast schwieriger wie dort abzuziehen. Ich habe die Bremse nicht richtig gegriffen bekommen, weil der Lenker, warte, ich zeig's euch, komm mal mit. Der Lenker macht diesen, der ist jetzt schon wieder hier so oben. Und wo ich losgefahren bin, war der aber so. Ne? Und ich bin reingetroppt und auf einmal ging es halt so. Und auf einmal war ich ganz komisch hier drauf. Keine Ahnung. Halt, ne? Race Mode. Boah, ey, ich hätte nicht gedacht, dass das doch heute noch so gut funktioniert. Also, dass es schön geht, das steht hier gar nicht im Raum. Also, es geht nicht schön zu fahren, aber es ist ein bisschen was möglich. Wir fahren jetzt die Abfahrt nochmal so, dass mir der Tobi hinterher fährt. Und ihr schwebt mir jetzt sozusagen auch hinterher. Das Road Gap springen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, ich will das noch machen, aber ich nutze jetzt die Abfahrt auch noch mal, um dafür anzufahren. Ja. Sendet. Full Send. Voll! Ja, Mann. Box. Meine Achte ist komplett schlimm gerade schon wieder. Oh mein Gott. Ach du Sch. Wir befinden uns jetzt an dem besagten Road Gap. Die Länge, die man überwinden muss, ist eine Fahrradlänge, 2 Fahrradlängen und dann nochmal eine dritte. Also eigentlich ein Zacken kürzer sogar, wie wir oben schon gefahren sind mit der Waffe. Aber man kann von dem Baum aus anfahren und dann geht eine Kurve nach da. Aus der Kurve ist so leicht unebenes Gelände. Dann geht es hier über einen Huckel in die Kuhle rein und dann hat man halt hier erst den Absprung. Und der ist auch relativ loose. Den können wir noch ein bisschen festtreten tatsächlich. Aber hier der Waldboden ist schön loose, es wird schön rattern mit der Maschine. Ein Downhill-Biken richtiges nimmt natürlich genau das alles raus. Aber ja, ich versuche es einfach zu senden. Was bleibt uns anderes übrig? Ja, life is short. Standard, so ist es. Okay. Life's short, road gap it. Ab geht's. Dropping! Ach du! Ich bin in der Kurve komplett gerutscht.
Oh Mann. Versuch Nummer 2. Live Short, Road Gap It. Ach du. Ja. Aber ich war ja mit dem Vorderrad schon mal hier, oder nicht? Genau in die Mitte gelandet, genau so. Naja, wenn ich mir jetzt echt sage, alle guten Dinge sind 3 und ich ziehe jetzt voll durch, ich habe bloß nach der einen Kurve oben ein bisschen Bammel bekommen, dann könnte es klappen. Ja. Okay? Live Short, ist da nicht. Wow. Ich habe so einen Schlag bekommen in der Landung. Oh. Ich dachte mir nur, halt dich fest. Halt dich ja an dem Lenker fest. Es sieht bestimmt komplett ultra sketchy aus. Ich glaube, hier bin ich gelandet. Ah. Boah, wir machen jetzt Feierabend. Das Bike hat die Ausfahrt auf die Downhill-Strecke überlebt. Es ist nicht in 2 Teile. Es ist noch in einem Stück und nicht in 2, 3, 4 oder 5 Teile zerbrochen. Wir müssen trotzdem mal das Hinterrad checken. Jetzt am Ende, oh, der Sattel bewegt sich schon wieder. Also es ist eine gute 8 da. Ey, guck mal hier. Der Schaltzug weiß nicht mehr ganz, was seine Aufgabe ist. Alter, der ist ja komplett entschärft. Der ist komplett entschärft. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, in dem Sinne, das Bike an seine Limits zu pushen. Der Fahrkomfort war jetzt nicht grandios. Wie immer, wenn ich solche Videos mache, ich möchte euch damit zeigen, das ist definitiv nicht das teuerste Fahrrad benötigt, aber investiert auf jeden Fall nochmal 100, 200 Euro mehr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Dirtjumpen anfangt, dann bekommt man für 350, 400, 500 Euro gute gebrauchte Räder. Beim BMX natürlich genauso. Beim Fully ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Da 1,5, ja. Es geht jetzt auf jeden Fall erstmal in den Keller damit. Ich glaube, irgendwann holen wir das bestimmt wieder raus. Aber ich bin erstmal stoked, dass es geklappt hat. Wie immer, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Channel, wenn ihr neu zu dem Kanal seid, würde mich sehr freuen. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ich das Teil irgendwann mal wieder rausholen soll oder ob ich irgendein anderes Fahrrad testen soll. Ein Oma-Rad oder ein Klappfahrrad oder irgendwas. Klappfahrrad wäre eigentlich mal echt fett. Wer weiß, egal. Ich habe schon wieder Hirngespinste. Was habe ich mir jetzt schon wieder eingebrockt? Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, Leute. Peace.